Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für Puma. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Scraping bzw. mit den Scrapern. Bevor ich euch gleich demonstriere, wie genau man scrapt, ist es erstmal wichtig zu klären, was ein Scraper eigentlich ist bzw. wozu ein Scraper gut ist. Also, mit einem Scraper ist man in der Lage, die Metadaten von einer Publikation, die sich auf einer Website befinden, zu extrahieren und in Puma einzufügen. Bevor ich euch gleich demonstriere, wie genau man scrapt, sei noch kurz auf eine Sache hingewiesen. Und zwar befinden wir uns gerade auf der Startseite von Puma. Wenn wir ans Ende dieser Seite scrollen, dann sehen wir hier den Punkt Integration und den dazugehörigen Unterpunkt Unterstützte Kataloge, auf den wir jetzt auch klicken werden. Was wir jetzt sehen können, sind alle von unseren Scrapern unterstützten Kataloge. Das meint, ihr seht hier eine Ansammlung von Websites, auf denen es euch möglich sein sollte, durch einen Scraper die Metadaten von der jeweiligen Publikation, die für euch relevant ist, zu extrahieren und in Puma einzufügen. Nachdem wir das geklärt haben, können wir uns der wichtigsten Frage dieses Videos widmen, nämlich der Frage, wie scrapt man eigentlich? Die erste Möglichkeit, die wir dazu haben, findet sich auch bei den unterstützten Katalogen. Allerdings ist nicht mehr diese Ansammlung von Websites für uns von Relevanz, sondern der jetzt markierte Absatz. Mehr Informationen zu Scrapern finden Sie in der Hilfe. Da klicken wir auf Hilfe. Dann gelangt ihr zum Eintrag Scraper in Puma, in der Puma-Hilfe. Da könnt ihr euch bei Bedarf nochmal durchlesen, was ein Scraper ist und wie ein Scraper funktioniert. Der jetzt für uns relevante Satz findet sich hier. Sie können auch den Scraper-Service benutzen. Da klicken wir auf das Wort Scraper-Service und gelangen dann zu einer völlig anderen Website, der Seite scraper.bibsonomy.org. Da können wir Folgendes machen. Wenn ihr dann die für euch relevante Publikation auf einer Website gefunden habt, deren Metadaten ihr extrahieren möchtet und in Puma einfügen möchtet, dann geht ihr wie folgt vor. Ihr kopiert erst einmal den Link der Seite, geht dann wieder auf die vorherige Seite zurück. Dann seht ihr hier das Feld Enter URL here. Da fügt ihr die vorher kopierte URL ein, klickt dann auf Send, geht dann ans Ende der Seite und dann seht ihr hier die Metadaten, die von der vorherigen Website extrahiert worden sind. Die sind in einem ganz speziellen Format angezeigt, dem sogenannten BibTeX-Format. Wie ihr diese Daten dann in Puma einfügen könnt, ist auch ganz einfach. Dazu kopiert ihr diesen Schnipsel, geht dann wieder auf Puma, geht dann auf Eintragen, Publikation hinzufügen und dann gehen wir hier auf BibTeX Endnote-Schnipsel, fügen das vorher kopierte bei Schnipsel ein, klicken dann auf Weiter und dann sehen wir, dass die entsprechenden Metadaten in Puma übertragen worden sind. Was wir jetzt noch zu tun haben, ist einen Tag für diesen Eintrag vorzunehmen. Nehmen wir als Beispiel einfach mal Tutorial, klicken dann wieder auf Speichern und wir sehen jetzt hier, dass unser Eintrag in Puma gespeichert worden ist. Die zweite Möglichkeit, um zu scrapen, funktioniert mit der sogenannten DOI. Was genau das meint, zeige ich euch jetzt. Hierfür habe ich mir ein neues Beispiel ausgesucht, an dem ich euch das zeigen möchte. Und zwar seht ihr hier eine URL, die anfängt mit doi.org. Bei dieser URL markieren wir einmal Folgendes. So, das, was jetzt markiert wurde, ist das, was wir meinen, wenn wir von einer DOI sprechen. Also das andere, was ihr hier seht, ist das DOI-URL-Format. Das ist nicht für uns von Relevanz, sondern lediglich das jetzt markierte, die DOI. Das kopieren wir, gehen dann wieder auf Puma, klicken wieder auf Eintragen, Publikation hinzufügen und dann sehen wir hier ein Feld, in dem wir etwas eintragen können. Da fügen wir die DOI ein. Dann sucht es nach Publikationen. Das kann manchmal auch etwas dauern. Und jetzt sehen wir, dass unser Eintrag von vorhin von Puma gefunden wurde. Wenn wir da draufklicken,
Dann gelangen wir wieder zu der vorherigen Ansicht des Publikationseintrages. Und ihr seht, dass auch wieder die Metadaten übertragen worden sind. Was wir jetzt zu tun haben, ist wieder einen Tag uns zu überlegen. Nehmen wir wieder den Tag Tutorial, speichern das ab und sehen hier, dass unser Eintrag in Puma gespeichert wurde. Außerdem gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie man scrapen kann. Diese stellen wir euch im Video zur Puma Browser Erweiterung Puma Buttons vor. Bei Interesse könnt ihr euch das gerne auch noch anschauen. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Bei Fragen wendet euch an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse oder schreibt uns in die Kommentare und wir werden uns so schnell wie möglich um euer Anliegen kümmern. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.